Jasons Staffelei, während er an seinem neuesten Meisterwerk arbeitete. Ein Pinselstrich hier, ein Tupfer Farbe dort, jede Bewegung bedacht, konzentriert. Doch dann lenkte ein flüchtiges Zucken am Augenrand seine Aufmerksamkeit ab. Ein winziges, rotes Kätzchen, kaum größer als seine Hand, blickte ihn mit großen, smaragdgrünen Augen an. Hungrig, kleiner Kerl, murmelte Jason und griff nach einer halbleeren Thunfischdose, die er in seiner Tasche aufbewahrte. Er stellte sie auf den Boden, zusammen mit einer kleinen Schale Wasser, in der Hoffnung, dass das winzige Geschöpf die angebotene Freundlichkeit annehmen würde. Er kehrte zu seinem Gemälde zurück, sein Herz erfüllt von einer vertrauten Wärme. Doch als er kurze Zeit später zurückblickte, war das Kätzchen verschwunden. Am nächsten Tag fühlte sich Jason wieder an dieselbe Stelle gezogen, seine Staffelei aufgebaut, doch sein Geist erfüllt von dem Bild des roten Kätzchens. Er verspürte einen seltsamen ein unerklärliches Verlangen, das kleine Wesen wiederzusehen. Als er anfing zu malen, durchdrang ein sanftes Miauen die stille Abendluft. Dort, an derselben Stelle, saß das rote Kätzchen, seine Augen leuchteten vor Wiedererkennung. Es näherte sich Jason vorsichtig und stieß dann ein winziges, vertrauensvolles Miauen aus. Jason hob das Kätzchen hoch, sein weiches Fell wärmte seine Hände. Das kleine Wesen schnurrte zufrieden und kuschelte sich an seine Brust. In diesem Moment wusste Jason, dass dies keine zufällige Begegnung war. Dieses Kätzchen, dieser winzige Ball aus rotem Fell, sollte sein sein. Er nannte ihn Oliver, nach der sanftmütigen, gutherzigen Figur aus seinem Lieblingsbuch. Oliver war ein Wirbelwind voller Energie, er erkundete jeden Winkel und jede Ecke von Jasons Atelier, jagte herumfliegende Staubteilchen und kuschelte sich auf seinen Schoß, während er arbeitete. Jahre vergingen, und Oliver wuchs zu einem stattlichen Kater heran, sein rotes Fell glänzte im Sonnenlicht. Er liebte es immer noch zu kuscheln, besonders wenn Jason malte. Er saß auf seiner Schulter, sein Schnurren ein sanftes Schlaflied, während Jason arbeitete, inspiriert von der Liebe und Kameradschaft seiner pelzigen Muse. Eines Abends, als Jason einen besonders lebhaften Sonnenuntergang malte, sprang Oliver auf seine Staffelei und stieß ein Glas Wasser um. Die Leinwand, eine wunderschöne Darstellung des Sonnenuntergangs, war ruiniert. Jason seufzte, die Frustration spiegelte sich in seinen hängengebliebenen Schultern wider. Er blickte auf Oliver hinab, der ihn mit einer seltsamen Intensität anstarrte. »Es ist okay, kleiner Kerl«, murmelte Jason und hob das Kätzchen hoch, »Unfälle passieren.« Doch als er dann mit den Fingern durch Olivers Fell fuhr, bemerkte er etwas Seltsames. Eine winzige, fast unsichtbare Narbe, direkt hinter seinem Ohr. Eine Narbe, die verdächtig vertraut aussah. Plötzlich erinnerte sich Jason an eine Geschichte, die er vor ein paar Jahren in der lokalen Zeitung gelesen hatte. Eine Geschichte über ein rotes Kätzchen, das aus einem brennenden Gebäude gerettet worden war, sein winziger Körper trug die Spuren einer knappen Flucht. Das Kätzchen war verschwunden, für tot gehalten. Eine kalte Hand umfasste sein Herz. Könnte dies dasselbe Kätzchen sein? Das Kätzchen, das er gerettet hatte, das Kätzchen, das ihm so viel Freude gebracht hatte, war ein Überlebender, ein Kämpfer, der die Widrigkeiten überwunden hatte, um seinen Weg zurück zu ihm zu finden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.